Hallo, ihr Lieben. Oh, ja, so ist das. Aber ich mache jetzt eben schnell hier unten noch äh, Fußbodenpflege. Ich meine, theoretisch könnte ich hier mit dem Schlauch durchgehen. Ne? Ich arbeite mit viel Wasser. Die deutsche Hausfrau schlägt jetzt die Hände über den Kopf zusammen, aber ich benutze viel Wasser, wische einmal nach und hole das Wasser mit einem Abzieher raus. Und fertig. Und wenn ich fertig bin, zeige ich euch das Haus. Giòn giòn mai rượu, giòn giòn mai rượu. Chiếc đèn mình to nó rực chân xịt lệ. Chụp đinh bóng cái môi sầu đầy. Sang xa sang đi ya mong bay. Ich hatte zahlreiche Kommentare als auch E-Mails bekommen. Ich habe darum gebeten, gebt mir mal ein bisschen Zeit. Ich habe im Moment ein bisschen andere Sorgen. Und ich muss ja durch die Einarbeitung bei der neuen Firma. Aber ich denke, da bin ich auf einem guten Weg. Und ich kann hier alles zugleich. Auch wenn es schön wäre, früher war es vielleicht einfacher. Aber ich muss mir meine Ressourcen ein bisschen einteilen. Ne? Thema Haus. Äh, Wer kennt meine Freunde Goran und Gorse? Ja, und zwar, die haben es geschafft, hier in diesem traumhaften Village, in dieser echt geilen Siedlung, jeder ein Haus zu kaufen und auf ihren Namen zu registrieren. Die Häuser sind auf deren Namen registriert. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die haben die Häuser zwar komplett bezahlt, aber für die Grundstückseintragung, weil man ja eigentlich kein Grund und Boden besitzen darf, aber pachten, haben die eine Bank ins Boot geholt. Das bedeutet, da steht zwar die kambodschanische Bank auf dem Grundstück, aber das Grundstück ist endlos verpachtet und das Haus, was draufsteht, ist Eigentum. Also man muss da ein bisschen in die Trickkiste greifen, aber das funktioniert. Es gibt die Möglichkeiten mit einer Bank, aber es gibt auch die Möglichkeiten mit einer Firma. Und das war der Weg, weil da gibt's keinen, der da so richtig hundertprozentig drauf spezialisiert ist, oder zumindest kenne ich ihn nicht. Das war das, was ich machen wollte, eine Firma gründen, wo ich mit 49% beteiligt bin, wo ich die Fäden ziehen kann und äh, dann kann man die Grundstücke über die Firma abwickeln. Die Firma ist registriert, die Pacht ist langfristig und sollte man in den nächsten Jahren irgendwann eine kambodschanische Frau heiraten und die als Erben einsetzen, dann gibt es halt die Möglichkeit, äh, dass das Haus nach eurem Ableben in der Familie bleibt und die Kontrolle automatisch zurückkommt. Also es gibt da Möglichkeiten, ich bin da dran. Die beiden Jungs, ich meine, die haben das eine Haus für 42 und das andere Haus für 43.000 Dollar gekauft und abgewickelt. Ich hatte vor 2 Jahren einen Fall, aber da muss man wirklich Glück haben. Da musst du das Geld in Kambodscha auf dem Konto haben. Da musst du innerhalb von 24 Stunden mit Notar und am besten Dolmetscher, Notar, den Kauf abwickeln. Und zwar sind das Notverkäufe. Das bedeutet, ein Khmer
dem fliegt die Finanzierung um die Ohren. Und bevor der das Haus an die Bank verliert, weil für den Kauf musst du rechnen über den Daumen 40% Eigenkapital in der Finanzierung, was die Khmers machen. Und wenn die das Haus an die Bank verlieren, dann erleiden die größere Verluste. Deswegen versuchen die, und wenn es in der letzten Minute ist, das Haus zu verkaufen, um, äh, um ihre 40% zu retten. Ne? Logischerweise. Und da ist ein Haus nicht immer in schlechter Lage. Hier in der gleichen Straße, wo ich bin, Richtung Markt, da ist ein Haus, ich meine, das war für 24 oder für 26.000 Dollar innerhalb von 24 Stunden Besitzer gewechselt. Das ist, sowas kann man machen, wenn man hier ist. Man hat auch die Möglichkeit, sich erstmal hier was anzumieten. Dann liegt hier, ich sag mal, je nach Straße, Lage und Ausstattung, also Aircondition, $160 bis $300 in dem Bereich. Eckgrundstück, ein Eckgrundstück, die sind teurer. Die haben auch seitlich dann noch Fenster im Haus, die Außenseiten, und dann haben die noch den 3 oder 4 Meter Fußweg, der gehört auch noch mit zum Haus. Den kann man auch bebauen, was ja viele machen. Und man kann in Kambodscha, ich würde sagen, wenn man das Metier beherrscht, unwahrscheinlich günstig Eigentum erwerben. Und ich würde sagen, ich drehe jetzt gleich die Kamera und mache mit euch mal einen Rundgang durch das Haus, damit ihr ein Gefühl für die Größe bekommt. Die Einrichtung des Hauses, das kriegt man hier innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden vor Ort hin. Das Erste, was da reinkommt, ist eine Matratze. Und Bettzeug kriegt man alles hier in der Siedlung. Dann kann man dann die erste Nacht erstmal schlafen und dann geht man los und man kriegt ja hier, theoretisch kriegt ihr hier im Umkreis von 1 Kilometer alles im Haus einzurichten. Das ist eigentlich easy. Ich würde euch auch empfehlen, kein Container nach Kambodscha. Einfach alles verkaufen und hier Neustart. Das kostet ein paar Tausend, da ist die Hütte vollkommen komplett eingerichtet. Und man meint immer, man muss alles haben und und das will man behalten und das will man behalten. Zumal hier vieles bedeutend günstiger ist. Ja, dann gehen wir mal durchs Haus, ihr Lieben. Wir befinden uns jetzt auf der anderen Straßenseite. Und jetzt gehen wir mal rüber und schauen uns das Haus an. Das ist unser Außenbereich. Da, ja, um gemütlich abends zu sitzen, Barbecue zu machen. Das hatte ich früher. Das ist, da ist eine Zuckerrohrpresse integriert. Aber für sowas habe ich keine Zeit mehr. Wie gesagt, hier ein bisschen Grünpflanzen, was ich ja liebe. Das sind die mit den Luftwurzeln hier. Das ist traumhaft schön. Und man fühlt sich einfach wohl. Ich habe hier auch eine Außenküche. Eben schnell mal was abspülen und so weiter. Hier unten unser Grill. Ja, ich sollte jetzt besser mein Grill sagen.
So, das ist der Vorpark. Ja, der wackelt ein bisschen, ja, das hängt mit dem Geist zusammen. Okay. Mein Arbeitsbereich, wo ich am liebsten arbeite. Ich bleib mal am besten, ich stehe jetzt in der Tür, damit ihr das Gefühl bekommt, also hier kann man zu zweit, einer verquer, einer verlängs, drauf schlafen, von der Größe her. Die Beleuchtung ist einmal indirekt da oben in dieser Lücke unter der Decke und dann noch der Kronleuchter. Die Elektrik habe ich größtenteils umbauen lassen. Ich habe die China-Scheiße rausgeschmissen und habe hier Schneider Elektronik reingesetzt. Seitdem auch keine Probleme mehr. Aber das sind Sachen, die $5-Geschichten. Ne? Ja, das ist so in jedem Haus. Die sind standardmäßig aufgebaut. Jetzt gehen wir hier. Hier ist einmal das Treppenhaus. Da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, wenn kein Licht an ist, auf den schwarzen, ich weiß nicht, das ist, sieht eigentlich aus wie Marmor, ist aber sicher keiner. Da musst du aufpassen, dass du die Stufen siehst. Nicht, dass du drüber wegtrittst, dann machst du hier einen Abgang. Das ist das Gäste-WC oder das, was man hier im unteren Bereich halt benutzt. Hier hat man auch nochmal eine Dusche. Toilette. Eigentlich alles sehr guter Standard und auch richtig gut verbaut. Alles Unterputz, nicht wie in Thailand. Alles die Wasserleitung nee. Hier haben wir die Küche. Großer Kühlschrank, das ist mir ganz wichtig. Ich habe einen Staubsauger. Da kann man auch mal die Spinnweben an der Decke abmachen. Hier halt so das Handwerkszeug. Ja, Kamera für Küchenvideos ist noch hier, der ist dreiflammig. Hier das große Holzbrett, genial, richtig massiv. Da kannst du mit einem Hackebeil drauf arbeiten. Ja, Waschmaschine, Frontlader Samsung, genial, 8 Kilo. Läuft 1 bis 2 Mal die Woche, da kriegt man auch die komplette Bettdecke rein. Das ist der hintere Bereich. Hier habe ich auch nochmal Wasseranschluss, kann man auch eine Dusche reinsetzen. Das ist in der Ecke neben dem blauen Fass rechts, da ist der Abfluss. Oben haben wir hier das Blechdach und diesen Lichtstreifen dazwischen. Hier sind noch Sachen, Spielzeug, Kinderrutsche und Schaukel und solche Sachen. Ach, siehst du, da ist ja der Wischer. Den habe ich vor uns nie gefunden. Ja, so ist das. Ja. Jetzt werden wir mal nach oben gehen. Also ihr seht schon, das Haus ist sehr groß. In diesen Häusern leben bei kambodschanischen Familien meistens 2 Familien drin. Oder Familie. Das ist der obere Bereich. Hier haben wir einmal das große Schlafzimmer, was ich benutze. Das ist eigentlich Gästezimmer. Aber im Moment benutze ich das zum Arbeiten. Dann kommt hier in die Ecke kommt der Tisch davor. Die Matratze, die habe ich hochkant stehen, damit es nicht so schallt, aber ihr hört es schon.
Hier ist nichts drin in dem Zimmer. Aber hier arbeite ich, wenn die Freitag, Samstag Karaoke machen. Da kann ich nicht mit deutschen Kunden telefonieren. Und dann arbeite ich hier oben. Beziehungsweise, wenn Familie hier war. Achso, beinahe vergessen. Hier ist auch noch ein Bad. Äh, für das Gästezimmer. Das ist das große Schlafzimmer. Hier ist auch das Bad, größer. Dürft mich auch mal sehen, ne? Und ja, wie gesagt, was hier an Equipment drin ist, das ist entsprechend alles meins, auch Aircondition. Und ich bezahle ja $200 Miete im Monat. Dann habe ich Stromkosten, je nachdem, wie viel die Aircon läuft. Diesen Monat hatte ich $30. Wenn es richtig knacke heiß ist, komme ich auch schon mal Strom auf $50. Aber dann liege ich bei $250. Und für Wasser circa $5 im Monat. Ja, unser Bett, mein Bett. Und hier der Kleiderschrank, da ist alles drin. So viel hat man noch gar nicht. Wir leben hier im ewigen Sommer. Klar hat man auch eine lange Hose, aber hier, da, alles kein Thema. Der hier ist nur noch für Urlaub, nicht mehr für Rückreise nach Europa. Die sehen mich nicht wieder. Hoffe ich. So, da ist er wieder. Ja, Fazit. Fangen wir an, die Wohnlage. Wir sind hier je nach Tageszeit 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Die Fahrt ins Stadtzentrum mit dem Tok-Tok kostet nicht mehr wie $5. Zwischen $4 und $5. Wir sind hier in einer Siedlung, die Wachdienst hat. Da wird auch abends geschlossen. Man hat hier Sicherheit. Ihr habt hier Einkaufsmöglichkeiten. Ihr könnt hier theoretisch mit einem Rollator durch die Gegend ziehen. Und für ein paar $1000 habt ihr einen Treppenlift da drin. Alles machbar, auch fürs Alter. Ihr habt einen Friseur um die Ecke, ihr habt einen Bäcker um die Ecke, ihr habt einen Zahnarzt um die Ecke, den Augenarzt, einen Allgemeinarzt. Alles hier auf Schlagdistanz 2 Minuten. Also von der Seite die schnelle, spontane medizinische Versorgung ist hier gewährleistet. Zumal die Ärzte alle Englisch sprechen. Haben ja meistens auch im Ausland studiert. Und die Lebensqualität hier ist extrem gut. So wie Shinda in dem einen Video erwähnte, wo ich gefragt habe, was sind das hier für Khmers, die solche Häuser haben. Reiche Khmers. Ja, also und wir reden hier über ein Investitionsvolumen im Kaufbereich von 40 oder 45 bis 50.000 mit Registrierung, Eintragung, Dokumente und mit allem drum und dran. Und ihr könnt Besitzer eines Hauses sein, ohne dass ihr die Besitzrechte auf eine Khmer-Freundin macht.
Ich weiß, das ist das große Problem, weshalb viele Angst haben und lieber in den Konto gehen, bloß in einem Konto. Das ist ja wie eine Legebatterie. Ne? Ich fühle mich da nicht wohl, das ist nichts für mich. Und ich will draußen verbringen, auf Terrasse. Ich habe das pulsierende Leben und ich habe aber auch 22 Uhr ist hier absolute Ruhe. Also man kann hier sogar schlafen mit Fenster offen, ohne dass man hier absolute Ruhe. Es ist idyllisch, kann ich nur sagen. Gebt mir ein bisschen Zeit. Ich bin dran. Ich habe etliche E-Mails und Anfragen. Ich muss das alles Stück für Stück auf solide Beine stellen, weil je solider die Beine stehen, umso sicherer ist es für euch, weil ihr habt ja doch ein Leben lang gespart oder vieles dafür verkauft, um einen Neustart in Kambodscha zu machen. Und da möchte man das Geld, was man investiert in seinen Lebensabend, in seinen wohlverdienten Lebensabend, möchte man sicher wissen. Und da bin ich, wie gesagt, dran. Mal schauen, ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Ich will ja selber das Haus auch kaufen, wo ich drin bin. Mir fehlt es da noch ein bisschen an Kleingeld. Aber ich weiß nicht, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres werde ich, will ich das Haus hier kaufen. Und ja, eigentlich war ja vieles anders geplant. Aber das wisst ihr ja. Ich jammer euch nicht die Ohren voll. Ja, geht immer weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Und ja, das ist liken und abonnieren und bleibt dran. Ich komme die Tage noch mit einem ganz brisanten Video. Also ich habe bestimmt schon 20 Stunden recherchiert. Und da geht es um die NGOs, was die hier in Asien, was hier passiert. Das sind unwahrscheinlich große Stiftungen am Arbeiten und da hängt die Finanzelite dahinter. Ich versuche da mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Brauche ich auch noch ein paar Tage, aber das wird ein Highlight, das wird ein Sonderbericht auf dem News-Kanal. Ne? Also was heißt Kanal? Auf der Playliste News. Also in diesem Sinne, Friede sei mit euch, euer John.